Das ist wirklich nervig, oder? Aber es gehört zu Kastenwagen eben irgendwie dazu. Man geht hier ständig rein und raus. Deswegen macht man auch ständig die Tür auf oder zu. Das geht am besten mit Schwung und das ist eben laut. Muss es aber nicht. Es geht auch völlig leise, komplett ohne Anstrengung und vor allem garantiert jedes Mal. Wie und was das kostet, das zeigen wir euch im heutigen Video. Los geht's in 4,5 Sekunden. Ich habe mir von einem Ingenieur sagen lassen, dass es eine Kraft von ungefähr 30 Kilogramm braucht, um die Tür an einem Ducato Jumper Boxer zu schließen. Die Tür muss mit so viel Kraft zugezogen oder mit so viel Schwung zugezogen werden, dass das Dichtgummi ringsum auf der gesamten Fläche so weit zusammengedrückt wird, dass das Schloss an der Tür eben vollständig schließen kann. Alle, die ein Wohnmobil auf Kastenwagenbasis haben, wissen, dass das nicht immer auf Anhieb klappt, vor allem wenn man im Inneren keine Belüftungsöffnung offen hat, denn dann staut sich zusätzlich auch noch die Luft. So oder so schlägt man die Tür in der Regel mit ein bisschen Schwung zu, das klappt dann manchmal nicht, dann bekommt man im Display angezeigt, dass die Tür doch nicht ganz zu ist, dann versucht man es von innen nochmal, aber ja, kann da eben gar nicht so richtig gut Schwung holen. Oder, noch blöder, man steht gerade mit dem Van ein bisschen schräg, also vorne höher als hinten, dann ist es gleich doppelt schwer, die Tür zuzumachen. Das nervt. Nicht nur mich selbst, oder? Wenn man irgendwo steht, wo auch andere Camper um einen herum sind, ist das schnell auch mal nervig für die Nachbarn. Die meisten von uns kennen das wahrscheinlich. Dafür gibt es aber eine Lösung. Sogenannte Soft-Close-Systeme oder auf Deutsch Zuziehhilfen. Die sorgen dafür, dass die Schiebetür immer und vor allem leise schließt. Ganz ohne Kraftaufwand. So ein System haben wir uns besorgt und bauen es heute ein. Wenn ich wir sage, meine ich dabei eigentlich mich selbst, denn Tina ist heute gar nicht da, die ist bei der Chorprobe. Die Arbeit bleibt also bei mir hängen, aber ich hoffe, dass die Sache in 1-2 Stunden erledigt ist, denn eigentlich soll das gar nicht so schwer sein. Schauen wir mal. Wir bauen die Zuziehhilfe aber nicht in unseren treuen Ducato ein, sondern in den Jumper, in unseren neuen Van. Wir hatten auch schon vor 2 Jahren, damals auf dem Caravansalon, ein Auge auf das System geworfen, aber da noch die Kosten gescheut. Es hat uns dann aber wieder so sehr genervt, dass uns klar war, in den neuen soll sowas unbedingt rein. Bevor das aber geht, muss erstmal wieder die Schiebetürschiene dran. Die hatte ich Anfang letzter Woche nämlich abgenommen, um zu schauen, wie die Rostsituation dahinter aussieht. Der Bereich hinter der Schiebetürschiene ist eine der bekanntesten Stellen für Rost am Euro-Chassis, also am Jumper Boxer Ducato. Das hatten wir schon an unserem Ducato und klar, hier jetzt auch. Natürlich super viel Dreck, aber vor allem eben auch mehrere Stellen, wo man schon deutlich sehen konnte, dass unter dem Lack schon so richtig der Rost blüht. Da bietet es sich natürlich an, das einmal jetzt richtig zu behandeln, solange man noch drankommt. Ich habe den Bereich in den letzten Tagen also ein bisschen angeschliffen, dann Rostumwandler aufgetragen, um den Rost aufzulösen bzw. das darunter liegende Metall zu versiegeln. Ich habe mich da nach ausgiebiger Recherche für Vertan entschieden. Das pinselt man auf, wartet dann 24 Stunden, während es mit dem Rost reagiert und eine Schutzschicht bildet. Die Reste werden dann einfach mit einem Lappen und ein bisschen Wasser abgewischt. Überall da, wo dann eine schwarze Oberfläche entstanden ist, hat das Vertan entsprechend reagiert und eine Schutzschicht hinterlassen. Den Bereich habe ich dann abgeklebt und mit Branto Corox 3 in 1 aus der Sprühflasche überlackiert. 2 dünne Schichten kurz hintereinander und jetzt gerade noch mal einmal mit dem Pinsel. Und jetzt ist das Ganze getrocknet und fertig. Ich kann also die Schiebetürschiene wieder montieren. Ich glaube, ich war da hinten im hintersten Bereich beim Abkleben ein bisschen ungenau und habe dann einen etwas zu großen Bereich lackiert. Das muss ich mir gleich noch mal anschauen, wie das aussieht, wenn die Schiene wieder drauf ist, aber ja, es ist wie es ist, es wird schon. Die Schiene selbst, die haben wir in der Zwischenzeit matt schwarz Pulver beschichten lassen. Das sieht sehr, sehr cool aus, finde ich. Das passt ja super zu auch all den anderen schwarzen Anbauteilen. Machen wir die also mal wieder dran. Das geht ganz einfach. Hier sind 7 Schraubgewinde, die in die 7 Löcher an der Karosserie reinkommen. Da kommen von innen dann Muttern drauf. Ich habe mir noch neue Dichtungen gekauft, weil die alten schon super spröde waren. Nur hier vorne. Hier war ursprünglich eine rechteckige Dichtung drauf, die konnte ich im Handel nicht finden. Da mache ich dann einfach ein bisschen Dekasil drauf.
Das sieht richtig gut aus, finde ich. Also ich bin leider tatsächlich hier nur im letzten Bereich ein kleines bisschen zu hoch gekommen mit der Farbe, aber das kann ich wahrscheinlich noch abdecken am Ende. Hier hinten kommt eigentlich noch eine Plastikkappe drauf, aber da habe ich beim Abschrauben damals die Schraube rund gedreht und das Plastikteil kann ich gerade nicht finden, also ich habe das irgendwie verlegt. Das muss ich in jedem Fall also noch nachholen. Und was ich dann auch noch machen will, aber das tatsächlich gleich direkt nach der Montage der Zuziehhilfe, ist, das hier oben und hier unten ordentlich und zukunftssicher abzudichten. Dazu aber später mehr, jetzt ist erstmal die Zuziehhilfe an der Reihe. Erster Schritt, das Scharnier hier hinten an der Schiebetür lösen. Dafür habe ich unter die Tür eine Kiste gestellt, weil die hier hinten nur an diesen beiden Schrauben vom Scharnier gehalten wird. Und wir wollen ja nicht, dass die Tür auf den Boden fällt. Die beiden Schrauben, die löse ich jetzt und dann schauen wir weiter. Unter das Scharnier kommt jetzt diese Platte mit einem Metallstift oder so einer kleinen Rolle an der Seite, in die später die Zuziehhilfe reingreift. Um die mittig zu positionieren, halte ich die erstmal an und markiere mir mit einem Klebestreifen die Position, weil man die nicht mehr so richtig gut sehen kann, wenn man dann das Scharnier davor schiebt. Dann die Platte samt Scharnier mit 2 neuen mitgelieferten Schrauben wieder festschrauben. Die Schrauben sind einfach ein paar Millimeter länger und vor allem nicht rostig, aber eben ein paar Millimeter länger, da ja die Adapterplatte damit drunter ist. Und da wir das Scharnier dadurch ein paar Millimeter weiter nach hinten verschoben haben, müssen wir das am Scharnier dann wieder ausgleichen. Dafür löst man einfach die Schraube hier oben und verschiebt das innere Stück einen Strich an dieser Markierung entlang weiter in Richtung Fahrzeug. Ja, ihr habt jetzt wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass ich zwischen den beiden Arbeitsschritten eine Dreiviertelstunde weg war, denn es braucht einen Torx Größe 50 für die Schraube im Scharnier. Den habe ich nicht, Maximalgröße 40. Da bin ich zum Baumarkt hier, zum Lokalen. Der hatte sowas auch nicht in der Größe. Dann musste ich ein Dorf weiterfahren. Da gibt es einen großen Baumarkt. Der hatte jetzt hier so ein Set. Damit ging das. Also bedenkt das. Torx Größe 50 braucht man dafür. Jetzt, wo das hier aber alles erledigt ist, sind wir hinten auch schon fertig. Bevor es aber vorne weitergeht, teste ich jetzt noch fix, ob ich hier hinten auch alles richtig gemacht habe. Das geht ganz einfach. Einfach vorsichtig versuchen, die Tür zu schließen. Wenn das ohne großen Widerstand geht und vor allem das hintere Schloss noch immer genau in sein Gegenstück fällt, dann passt alles. Das sieht sehr gut aus, würde ich sagen. Sollte es hier aber irgendwo schleifen oder haken, kann man die Tür sowohl am hinteren Scharnier in der Höhe verstellen, als auch am vorderen. Das geht ganz, ganz einfach. Man muss nur eine Schraube bewegen. Und jetzt geht es an den einen Arbeitsschritt, der wohl den größten Mut erfordert: Löcher ins Fahrzeug bohren. Das klingt aber schlimmer, als es eigentlich ist, denn es liegt eine Schablone bei, die genau vorgibt, wo die Löcher hin müssen. Die Schablone hält man hier an die C-Säule, richtet sie von der Höhe und von der Positionierung so aus, dass die Markierung auf der gleichen Position ist wie der Stift von der Adapterplatte hinten am Scharnier. Und dann kann man sich die 4 Löcher ganz einfach anzeichnen. Ich körne mir die angezeichneten Löcher dann gleich noch an, damit ich mit einem Bohrer dann auch wirklich genau die Mitte treffe. Und dann fange ich mit einem kleinen 5 mm Bohrer an. Die 3 Löcher hier außen, die erweitere ich dann auf 8 mm und das Loch in der Mitte, wo später der Sensor durchkommt, das in 2 Schritten auf 12 mm. Dabei die Tür am besten aufmachen, denn sonst könnte es passieren, dass man da reinbohrt.
Die Löcher sind gebohrt und ich habe die scharfen Kanten auch schon entgratet und ein bisschen Rostschutzfarbe aufgetragen, einfach für ein bisschen zusätzlichen Schutz. Und jetzt können wir auch schon die Zuziehhilfe montieren. Von außen wird diese Montageplatte mit dem Sensor durchgesteckt, von innen noch so eine Unterlegplatte und dann eben die Zuziehhilfe selbst. Und um die Löcher hier dran zusätzlich abzudichten, trage ich hier noch ein bisschen Dekasil auf. Das Kabel des Sensors wird hier oben von innen durch das Loch geführt und dann da oben in die Buchse gesteckt. Und das ganze Modul kann innerhalb dieser Langlöcher ein paar Millimeter nach vorne oder hinten verschoben werden. Die richtige Position ist, wenn zwischen dem Rollenhalter und diesem Zuziehhaken ein Abstand von 2 bis 3 Millimetern ist. Auch dafür liegt ein Abstandshalter bei, den man zwischen die beiden Bauteile stecken kann. Dann zieht man die Schrauben am Gehäuse fest, dann nimmt man den Abstandshalter wieder raus und damit sind wir dann bis auf den Stromanschluss eigentlich auch schon fertig. Bevor wir den aber machen, noch ein paar Worte zum Partner unseres heutigen Videos. Das ist nämlich Insta360, die es uns Woche für Woche ermöglichen, euch zu zeigen, was wir machen und erleben. Insta360 ist Weltmarktführer, wenn es um 360-Grad-Kameras geht, aber die sind auch bei anderen Kameras ein ganz, ganz großer Player, vor allem bei Actioncams oder Kameras, die sich perfekt eignen, um damit Reiseerlebnisse einzufangen. Und die neueste Kamera, die Insta360 auf den Markt gebracht hat, ist die winzig kleine Go 3. Das hier ist gar nicht die Kamera, nur das hier ist die Kamera. Die ist nur so groß wie mein Daumen und kann daher nicht nur super einfach überall mit hingenommen werden, sondern man kann vor allem mit ihr in Situationen filmen, bei denen eine große Kamera im Weg oder unangebracht wäre. Und weil sie so klein und leicht ist und eine magnetische Rückseite hat, kann man die auch ganz leicht überall montieren. Sei es am Magnetanhänger unterm T-Shirt, beim Fahrradfahren am Helm oder im Camper an der Frontscheibe. Wir haben ein ganzes Video zur Go 3 gemacht. Schaut euch das gerne mal an. Wir verlinken euch das hier oben rechts in der Ecke und auch unten in der Videobeschreibung. Und da verlinken wir euch auch den Insta360 Flow, den neuen Smartphone-Gimbal. Wenn ihr mit dem Handy wackelfreie Aufnahmen machen wollt oder vielleicht auch Personen automatisch verfolgen lassen wollt, ist das ein wahnsinnig tolles Gadget. Und das Beste, wenn ihr über unseren Link auf den Insta360 Shop geht, gibt es zu jeder Bestellung ein exklusives Gratisgeschenk obendrauf. Bei der Go 3 ist das aktuell ein zusätzlicher Linsenschutz, beim Flow ein Stativ oder ein Lichtmodul, je nach gewähltem Paket. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Filmen und glaubt uns, es ist sehr, sehr cool, aus dem nächsten Urlaub nicht nur schöne Erinnerungen, sondern auch ein paar tolle Aufnahmen mitzubringen. So, und jetzt zum Stromanschluss der Zuziehhilfe. Der ist gar nicht so schwer. Es wird ein Kabel mitgeliefert, das auf der einen Seite einen Stecker hat, den man in die Buchse hier unter dem Gehäuse einsteckt. Auf der anderen Seite hat man einmal eine Minus- und einmal eine Plusleitung mit einer 5 Ampere Flachsicherung oder hier einem Halter. Das muss jetzt irgendwo mit dem 12 Volt Dauerstromkreis des Campers verbunden werden. In vielen Fällen kann man vorhandene Leitungen an dieser Stelle anzapfen. Die Fahrzeugmasse hier ja in jedem Fall. Sollte man keine Plusleitung anzapfen können, müsste man eben noch eine Leitung von der Batterie oder dem Verteilerkasten bis hierher legen. Da wir offensichtlich noch überhaupt gar nichts verlegt haben, simuliere ich das jetzt mal einmal mit einer Batterie, an die ich eine Plus- und eine Minusleitung angeschlossen habe. Zuerst jetzt Plus verbinden, dann Minus verbinden, dann die Sicherung einstecken und dann schauen wir mal, ob was passiert. Ja, mega! Das funktioniert hervorragend und das war jetzt ja wirklich nicht so schwer. Also klar, in einem leeren Fahrzeug wie dem hier ist es natürlich besonders einfach, weil eben noch überhaupt keine Schränke, kein Spülbecken oder irgendwas im Weg ist. Aber auch wenn ihr einen schon komplett fertigen, ausgebauten Camper habt, lässt sich das Teil in den allermeisten Fällen noch nachrüsten.
Ich habe mir sagen lassen, dass es in Malibu-Modellen ein bisschen aufwendiger ist, weil die irgendwie das Waschbecken verwinkelter einbauen als die anderen. Aber auch da soll es am Ende des Tages mit ein bisschen mehr Aufwand in der Vorbereitung funktionieren. Garantieren kann ich das natürlich nicht. Ihr müsst einfach mal selbst schauen, ob bei euch an dieser Stelle Platz ist, ob ihr da irgendwie drankommt. Oder ihr fragt euren Händler, denn das ist ein ganz, ganz etabliertes System, das ganz viele Händler auch für euch einbauen können, wenn ihr es nicht selbst machen wollt oder könnt. Und bevor ihr fragt, ja, das Ganze geht auch, wenn ihr eine Fliegenschutztür montiert habt. Diese typische Fliegenschutztür, die wollen wir nämlich auch noch einbauen. Es muss dann nur ein kleiner Ausschnitt in die Plastikhalterung davon gemacht werden. Auch dafür liegt eine Schablone bei, die ist übrigens auch aus Metall, finde ich sehr cool. Und ein Abdeckrahmen für diesen Ausschnitt, den man ins Plastik machen muss, liegt auch mit im Paket. Das geht also. Ich hoffe, dass ich euch davon irgendwie ein Foto einblenden kann. Wir sind sehr, sehr begeistert. Wir waren schon auf dem Caravansalon und ich bin es auch jetzt noch. Ich glaube, Tina wird sich auch sehr freuen, denn meistens war es eben Tina, der so ein bisschen die Kraft gefehlt hat und die dann auch mal ein zweites oder drittes Mal den Versuch starten musste, bis die Tür zu war. Das hat jetzt ein Ende und vor allem können wir die Tür jetzt auch zumachen, ohne dass es laut ist. Zwei Sachen noch. Einer der größten Vorteile dieses Systems im Vergleich zum Beispiel zu dem System, das Pössl in einigen Modellen ab Werk einbaut, ist, dass es nicht in das eigentliche Schließsystem des Vans eingreift. Das originale Schließsystem bleibt völlig unberührt. Es wird eben nur dieser Pin hinten an die Tür gesetzt und der Motor, der dann mit diesem Drehhaken an dem Pin zieht. Dieser Drehhaken kehrt immer wieder in seine geöffnete Ausgangsposition zurück. Wenn sich der Motor also aus irgendwelchen Gründen vielleicht doch mal nicht mehr drehen sollte, kann man die Tür da trotzdem noch genauso auf und zu machen, so als wäre das System überhaupt nicht verbaut. Das finde ich super wichtig. Man hofft natürlich, dass das nie ausfällt, aber wenn es eben doch mal passiert, hätte ich keine Lust, dass die Tür entweder blockiert ist oder nicht mehr richtig zugeht. Das finde ich super wichtig. Und dann kommen wir zum Abschluss zum Preis. Das System kostet im Moment 642 € zuzüglich Einbau, sofern ihr den eben nicht selbst machen wollt oder könnt. Für die Montage würde ich nochmal so grob 250 € schätzen, aber das hängt natürlich von eurem Händler ab und davon, ob es bei euch vielleicht schwieriger ist als ja, in diesem Standardfall, um da ranzukommen. Das System gibt es für alle Euro-Chassis-Fahrzeuge, also Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, aber auch für den Sprinter, den Crafter und den MAN TGE. Schaut für weitere Infos am besten einfach auf die Website des Herstellers www.ast-zuziehhilfe.de. Wir bekommen nichts dafür, sondern wir finden es einfach nur gut. Und ich wünschte, ich wäre jetzt fertig, aber mir ist gerade eingefallen, dass ich ja noch die Dichtnähte rund um die Schiebetürschiene ziehen wollte. Also mache ich das doch fix. So, das war's. Ich hoffe, das Video war interessant und vielleicht auch hilfreich für euch. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wir werden als nächstes in den kommenden Tagen ein sehr großes Loch in unseren Van sägen. Das wird ziemlich spannend. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann stellt sicher, dass ihr unseren Kanal abonniert habt. Falls nicht, dann seid ihr herzlich eingeladen, unten auf den Abonnieren-Button zu klicken. Was meint ihr? Schaffen wir es bis zum Ende des Jahres gemeinsam die Marke von 60.000 Abonnenten zu erreichen? Helft uns gerne dabei, abonniert unseren Kanal, drückt unten auch sehr, sehr gerne auf den Daumen hoch, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Das würde uns alles riesig freuen.
Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen, habt einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.